Leute aus Köln. Kati bringt uns hier gerade zum Flughafen hin. Hinten ist auch noch Paul hier am Start. Noch haben wir hier sowas hier an. Aber ich bin gespannt, was Paul sich noch anziehen wird heute. Oh, Paul, was hast du? Paul hat Schokolade, ne? Was? Yes, sir. Oh, hier, ne? Was da und aussieht, zeige ich euch gleich noch. Uff. Wir haben Korb gebrettert, ne? Die Rennfahrerin Kati hier auf jeden Fall am Start. Jo. Alles klar. Ist mein Handy runtergeflogen, was ist das denn? Deswegen, Leute, kommt Kati nicht mit. Ne, Leute, wir ziehen mal mit um. Es ist super viel zu tun bei 25 Minuten. Und deswegen muss Kati die Zeit jetzt hier in Köln nutzen. Aber Paul und ich sind am Start. So. Einmal für Paul und einmal für mich. Dankeschön. Danke. Nee, aber Komplimente gibt's, nämlich crazy Schuhe, die Kati hat, oder? Die sehen aber richtig fresh aus. Ja, oh, und die Sohle ist auch noch farbig. Ja, Paul, was sagst du dazu? Approved. Nice, sehr gut. Aber diese Schokolade hier, ja, die hat eine Sache, die deine Schuhe, glaube ich, nicht haben. Erzähl ich aber später. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Flug bekommen. Deswegen, gut. Auf in die beste Stadt der Welt, würde ich sagen. Auf nach Berlin. Köln ist aber die coolste Stadt der Welt. Ja, Ansichtssache, Ansichtssache. Selbstverständlich. Oh ja, zurück in Pauls Heimatstadt. Wir kommen jetzt leider gerade nicht in die Sicherheitskontrolle überhaupt rein, weil du darfst 8 Kilo im Handgepäck haben. Und ich habe Gepäck für einen einzelnen Tag. Ne? Diese Vorschriften, es wird halt fast nie gemessen, fast jeder hat über 8. Vorschrift ist Vorschrift, deswegen muss ich jetzt ganz viele Sachen anziehen. Ja, was soll ich sonst machen? Hier, schau mal, ich ziehe die gar nicht an, ja? Ich mache einfach nur hier. Das hier muss ich nachher anziehen. Und ich meine, sowas ziehe ich normalerweise nie an. Das machen wir mal so. Hier, baller bei mir was rein. Ich habe hier noch übelst Space. Hast du auch so, aber ich finde es lustig. Glaubt ihr, man kann Schuhe hier anziehen? Aber die wiegen nicht, die Schuhe. So? Glaubst du, man kommt so durch die Nee. Glaubst du, die kommen nicht durch? Könnte schon ein Problem werden, dass sich jetzt verarscht fühlen. Mach zu, ja? Ja, mach zu. Ja. Hier. Vielen Dank. Ey, das können die nicht ausmeinen, ne? Ich gehe mit exakt denselben Sachen rein. Dann laden wir mal wieder zurück. Ich glaube, das war alles. Yep. Können wir jetzt endlich nach Berlin fliegen. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen in Berlin-Tegel. Wir möchten Sie bitten, angeschnallt sitzen zu bleiben, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Willkommen aus Berlin! Hier waren wir doch gerade erst. Fühlt sich jetzt fast schon an wie so eine kleine Busfahrt nach Hause. Der Bus hier sieht wirklich so aus wie mein alter Schulbus. Echt? Ja, auch mit solchen Polstern hier und so weiter. Aber auch mit so einer Ecke hier? Das ist voll die krasse Ecke, ne? Ja. Voll geil. Aber ich habe nicht so geile Sachen in meiner Schulzeit gemacht wie 2 Schülergruppen, die ich heute Abend noch auszeichnen werde. Aber dazu gleich mehr. Aber warum sind wir überhaupt hier in Berlin, Leute? Ich werde heute nämlich zu den Fairtrade Awards gehen. Hallo. Für alle von euch, die gar nicht wissen, was Fairtrade überhaupt ist, schaut mal auf diese schöne Schokolade hier. Das Logo kennt ihr vielleicht. Das gibt es ja auf sehr vielen Produkten. Aber was steckt eigentlich dahinter? Fairtrade, wie der Name schon sagt, setzt sich für den fairen Handel ein. Und der einzige Unterschied zu einem Produkt ohne Fairtrade-Siegel jetzt hier in dieser Schokolade ist eigentlich, dass die Erzeuger dieses Kakaos fair bezahlt werden. Und das führt dazu, dass es langfristig den Leuten besser geht. Ciao. Schmecken für die Schokolade. Ach, ja, gut. Da hat ein großes Stück reingezogen. Paul ist richtig neidisch. Möchtest du auch? Ja, gerne. Bitteschön. Dankeschön. Oh ja, wie ihr sehen könnt, sind wir im Hotel angekommen. Wir haben ja auch gerade schon mal versucht, zumindest ein bisschen schick zu machen. Denn jetzt hier unten im Hotel sind eben die Fairtrade Awards 2018. Und da werden in verschiedenen Kategorien Initiativen ausgezeichnet, die besonderes eben rund um den fairen Handel geleistet haben. Das kann zum Beispiel ein Hersteller sein, der irgendwie da ein besonderes Produkt jetzt auf den Markt gebracht hat. Oder auch in der Zivilgesellschaft wichtige Dinge, die gemacht wurden. Und ich werde eben den Publikumspreis vergeben. Und der geht dieses Jahr, das werdet ihr später noch sehen, an 2 Schülerinitiativen. Eine von beiden haben eine Fairtrade-Klamottenkollektion auf den Markt gebracht und den im eine Weltladen ihrer Schule verkauft. Die anderen haben es geschafft, diese Fairtrade-Schokolade hier an ihrer Schule 10.000 Mal zu verkaufen. Also auch eine richtig gute, schmackhafte Sache, würde ich sagen. Warum das alles so ist, Fairtrade und ich, wir haben noch ein bisschen was geplant, das erzähle ich gleich aber bei der Verleihung. Noch ist der Saal hier leer, aber jetzt werden gerade die Türen geöffnet. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Moderationskarten hier am Start. Hier nehmen jetzt langsam die ganzen Gäste Platz aus dem Handel, aus der Gesellschaft, Politik und natürlich auch die Preisträger selbst, von denen hier ein paar ausgezeichnet werden. Wir sitzen hier vorne an Tisch 3 und nachher muss ich halt eben noch auf die Bühne. Also darf ich auf die Bühne und darf eben noch einen der Preise vergeben. Ich bin sehr gespannt, ein bisschen nervös, aber ich glaube, es wird cool. Damit ihr Gewinner des Finals geht an
haben natürlich auch sogenannte Influencer. So Leute, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und hier sitzt einer, und ich kenne keinen privat, Felix. Du bist der erste Influencer, den ich privat kennenlerne. Ich kenne so viele Menschen. Das ist Felix van der Laden. Wenn Sie diesen Mann kennen, dann sind Sie sowas von hip. Wer in diesem Saal kennt Felix van der Laden? Wir haben kurz Anzeichen. Doch einige. Sehr hipper Saal auf jeden Fall. Steh mal bitte auf, das ist Felix van der Laden. Und wie viele Leute gucken, oh, du bist so groß. Wie viele Leute gucken das so immer an? Da gibt es ja so Zahlen, anhand derer gemessen wird, was für ein YouTube-Star man ist. Also ich habe 3 Millionen Abonnenten auf YouTube, ich mache das Ganze auch schon jetzt 7 Jahre mittlerweile. 3 Millionen Abonnenten, Alter! Wenn du nur einmal sagst, kauft ab jetzt nur noch Fairtrade, machen die das alle? Ich hoffe doch, das werden wir nämlich dieses Jahr versuchen. So in der Art zumindest. Ich habe von dir schon Sachen gesehen, die ich beeindruckend fand. Also am Anfang war das alles nur irgendwie so Quatsch, glaube ich. Als du so Spielkind warst, war das so, dachte ich so, okay, gut. Aber dann irgendwann sah ich dich dann auf dem Rollbrett durch die Gegend fahren. Und da scheint sich was bei dir auch zu tun, dass du sagst, das reicht mir nicht mehr. Und wenn ich schon Menschen beeinflussen kann mit dem, was ich tue, was ist so im Moment so dein Ziel ist wahrscheinlich zu groß, ne? Aber was ist dein Weg? Also erstmal habe ich natürlich sehr viel Glück gehabt auf meinem Weg, dass ich jetzt an dieser Stelle hier bin und auch diese große Reichweite habe und die möchte ich eben auch für gute Zwecke einsetzen. Und ich finde, Fairtrade ist da ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin aufgewachsen mit 5 Geschwistern, da war schon in ganz jungen Jahren Fairness immer ein wichtiges Thema für mich, wer wie viel irgendwie wo bekommt. Und das ist einfach für meinen Moralkompass, ist Fairness immer ganz oben geblieben und ich denke, fairer Handel ist ein ganz wichtiger Schritt, um den Wohlstand der gesamten Menschheit auf dem ganzen Globus zu gewährleisten in der Zukunft. Und deswegen setze ich mich dann sehr gerne eben dafür ein. Was heißt das denn konkret? Was würdest du in Zukunft machen? Inwiefern könnte es da eine Zusammenarbeit geben mit Fairtrade? Ich werde dieses Jahr mit Fairtrade zusammen auf 3 Reisen rund um die Welt gehen und den Herkunftsländern von Fairtrade-Produkten. Also wir sind noch in der Planung drin, aber wir werden unter anderem eine Bananenplantage besuchen, wir werden auch eine Kakaoplantage besuchen und dort meinen Zuschauern eben in täglichen Videos zeigen, wie das Leben eigentlich vor Ort aussieht, wie die Menschen dort leben, wie natürlich die Bananen dort angebaut werden, aber nicht nur das, nicht nur wie die Produkte dort zeigen, sondern auch, was geht in diesen Menschen vor, was ist die Kultur dieser Menschen und so den Menschen einfach visualisieren, was hinter dem Logo steckt. Und ich denke, das Logo kennen viele wissen, was fairer Handel ist, was Fair Trade ist, haben das Logo auf Produkten schon gesehen, aber was steckt eigentlich genau dahinter? Und ich glaube, mit Bildern kann man viel erreichen, Bilder bleiben in den Köpfen der Menschen stecken und wenn ich da irgendwie meinen eigenen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass gerade in der jüngeren Bevölkerung irgendwie dieses Thema ankommt, dann finde ich das sehr gut. Wie groß ist das Risiko? Du riskierst auch eventuell was. Wie groß ist denn das Risiko, dass junge Leute sagen, oh nee, was soll denn das jetzt? Das ist ja voll ohne Fun. Also meine Aufgabe ist, denke ich, gerade dieses Thema damit zu verbinden, dass es geht ja nicht nur um Spaß und ich möchte nicht nur irgendeinen Quatsch auf YouTube machen und meine Reichweite möchte ich eben dafür nutzen, auch solche wichtigen Themen ranzubringen und fairer Handel, was soll man denn dagegen sagen? Kann ja niemand sagen, ich möchte lieber unfairen Handel machen, also deswegen denke ich, kriege ich das so hin, den Leuten das beizubringen. So Felix, komm, einmal jetzt Publikumspreis. Es ist eine große Ehre, dass ich hier den Publikumspreis heute verleihen darf. Und beim Publikumspreis konnten sich alle Teilnehmer der Fairtrade Awards bewerben und durften einen Monat lang die Werbetrommel rühren für ihre Projekte. Und da ist es wahrscheinlich kein Wunder, dass gerade die jungen Leute da das Rennen gemacht haben und sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben, zwischendurch auch noch die Fairtrade-Website gecrashed haben, weil sie ihre ganze Region mobilisiert haben, um hier abzustimmen. Und deswegen gibt es auch ein Novum bei der Preisverleihung, denn dieser Award geht dieses Mal an die beiden Spitzenreiter dieser Abstimmung. Film ab. Die faire Stadtschokolade. Auf den Weg gebracht vom Buffet-Team des Johannes Gutenberg Gymnasiums. Carefair. So heißt die Kleiderkollektion aus fair gehandelter Baumwolle. Wie gesagt, der Preis geht in beide Initiativen, aber als erstes möchte ich auf die Bühne bitten, das Team des Eine Weltladens am Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim. Vielen Dank. So viele Menschen auf einmal. Warum? Weil das so das ist so der Kern, das ist der aktive Kern oder warum seid ihr jetzt da? Erklärt es mir kurz bitte. Ja, also ich würde sagen, wir sind so der Zentrum des Kerns. Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben, hier ganz viele Stimmen zu sammeln. Wir standen mit dem Megafon auf dem Schulhof und haben mit Plakaten geschrien, dass die Leute für uns abstimmen. Und wir stehen echt richtig hinter der Sache und deshalb wollten wir auch gerne alle zusammen hierher reisen. Wir sind unfassbar dankbar, hier heute zu stehen. Also vielen Dank an Fairtrade. Guckt mal jetzt nicht so auffällig nach links, aber da steht der Felix van der Laden. Kennt ihr Felix van der Laden? Ja. Der ist, glaube ich, ganz toll.
zu den zweiten Preisträgern des Publikumspreises. Und das ist das Be-Fair-Team des Johannes Gutenberg Gymnasiums aus Waldkirchen. Bis zum Schluss musstet ihr warten. Wie geht's euch heute Abend? Wer kann mir ein bisschen was erzählen, wie das bei euch... Erzählt mir was. Du erzählst mir was, ne? Ist das bei euch auch der Fall, dass das der harte Kern ist? Das sind die Initiatorinnen? Nein, also wir haben noch ein paar andere, aber die sind in der Schule, weil heute noch ein Konzert ist. Und Was denn für ein Konzert? ja, das ist so ein jährliches Jahreskonzert. Ein Musical. Ein jährliches Jahreskonzert-Musical. Welches Musical? Grease. Ja, Grease, Leute, das spielen der Felix und ich euch hier in 2 Minuten durch. Also da versteht also... You're the one that I want, oder? Ja, mehr ist das nicht. Die werden sich noch ärgern, dass die nicht hier sind heute Abend, oder? Leute, ihr habt gesehen, der Tisch neben euch, die Pfadfinder. Ich denke, das wird eine heiße Nacht heute. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Dankeschön. Geschafft. Das war echt erst meine zweite Laudatio, die ich so gehalten habe. Einmal habe ich auf der Gamescom den Gamescom Award verliehen. Aber ich muss schon sagen, ich bin so ein bisschen nervös, immer auf so einer Bühne zu stehen und zu reden und so weiter. Und so viele Leute hören einem zu und die Kameras sind auf einen gerichtet. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie ganz gut hinbekommen habe. Es sind auch jetzt im Anschluss noch so viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, dass sie das Engagement von mir richtig cool finden und super finden, dass ich jetzt dieses Jahr eben die Aktion mit Fairtrade starte. Auch einige der Preisträger sind zu mir gekommen und haben gesagt, ob wir vielleicht nicht auch was zusammen machen können. Und das freut mich einfach ungemein. Das bestärkt mich auch in dem Gefühl hier, das Richtige zu tun. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich im Video das ja alles gezeigt habe von der Rede, aber für mich persönlich ist Fairtrade einfach ein wichtiges Anliegen. Und das Ganze ist nicht irgendwie einfach nur irgendeine Werbeaktion oder sonstiges. Ich bekomme auch keinen Cent dafür, dass ich das mache, sondern ich bin einfach überzeugt von der Idee und von dem Konzept vom fairen Welthandel. Mein Ziel ist es mit den 3 Reisen, die wir dieses Jahr machen werden. Eine wird wahrscheinlich nach Kolumbien oder Peru gehen, eine in die Elfenbeinküste oder Ghana und eine nach Indien. Da sind wir mal noch am Feintunen. Aber wir werden eben in diese Ursprungsländer von Fairtrade-Produkten fahren und wir werden da anschauen, wie irgendwie so eine Bananenplantage aussieht oder auch wie der Kakao für solche Schokoladen hier eben gemacht wird. Noch nicht nur solche Schokoladen hier, das ist jetzt halt noch eine besondere Schokolade, weil eben noch Plan for the Planet ist, auch eine super Organisation. Aber diese Fairtrade-Schokoladen ist nicht einfach nur irgendwie so ein super fancy alternative Produkt oder irgendwas, sondern Fairtrade kannst du in jedem Supermarkt in Deutschland kaufen. Es gibt von unzähligen Herstellern Produkte, die das Fairtrade-Siegel haben und ihr da draußen, ihr entscheidet einfach beim Einkaufen etwas Gutes zu tun. Und das Ganze ist nicht irgendwie eine Hilfsorganisation oder Spenden werden gesammelt oder irgendwas, sondern wir alle können einfach eine ganz bewusste Kaufentscheidung treffen. Kaufe ich etwas, wo die Leute in den Entwicklungsländern irgendwie ausgebeutet werden? Oder kaufe ich etwas, wo die Leute fair bezahlt werden, wo die sich ein eigenes Business aufbauen können, wo viele Menschen, Familien ernährt werden können, Kinder dadurch zur Schule gehen können, studieren können. All das durch so eine Kleinigkeit, wie eben fair gehandelte Schokolade zu kaufen oder fair gehandelte Klamotten. Selbst fair gehandelte Bleistifte gibt es. Es sind einfach so viele Bereiche, an die man vielleicht auch so direkt gar nicht denkt, aber in allen möglichen Produkten unseres Alltags stecken eben Inhaltsstoffe drin, Zutaten drin, die ihren Ursprung in Entwicklungsländern haben. Das kostet meistens gar nicht so viel mehr, ob wir ein Produkt haben wollen, wovon die Erzeuger fair bezahlt werden oder eben nicht. Aber ja, mit meinen Reisen dieses Jahr möchte ich euch eben mitnehmen in diese Ursprungsländer und nicht nur irgendwie zeigen, ja hier so wird eine Banane jetzt abgebaut, sondern wir wollen euch die Kultur zeigen, wir wollen Menschen dort treffen und mit denen reden, was sind deren Träume, was sind deren Ambitionen, was für Musik hören die eigentlich, was ist so irgendwie die angesagten Stars bei denen so gerade. Einfach so ein ganz normales Leben, bei denen vielleicht mal übernachten in der Familie dort in dem Land, den Alltag dort mitnehmen und das alles halt verpacken in Videos für euch. Das ist so ein bisschen mein Ziel, mein Anliegen. Ich würde jetzt richtig gerne gerade Schokolade übrigens essen, ne? Die ganze Zeit gestikuliere ich hier mit rum, aber ich habe gerade Zähne geputzt. So ein Dreck. Ja, same. Ja, Paul denkt sich auch gerade. Fucking hell. Leute, wisst ihr, wie Paul hier gerade steht? Ich muss es zeigen. Nein, Alter! Weil es ist kalt! Ich sag gut, dass du mal Anzug glaubst. Wir wollten gerade hier schon schlafen gehen, bis uns aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht das Ende hier aufgenommen. Aber es war noch eine sehr interessante Veranstaltung auf jeden Fall gerade. Wir haben uns bei einigen unterhalten, auch mit den Schülerinitiativen. Großen Respekt habe ich auf jeden Fall dafür, was die noch auf die Beine gestellt haben. Und ja, bin sehr gespannt auf die Reisen, die wir dieses Jahr machen werden mit Fairtrade zusammen. Die erste wird voraussichtlich im Juni stattfinden. Also seid gespannt darauf. Ich hoffe, ihr findet das Thema cool. Könnt gerne mal eure Meinung oder wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Fairtrade, schreibt uns gerne mal unten rein in die Kommentare. Vielleicht kann ich ein paar davon dann mal beantworten. Aber ja, das war's für den heutigen Vlog. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben und bis morgen oder übermorgen zum nächsten. Ciao! Guten Abend. Mein Name ist Anke Engelke und ich begrüße Sie herzlich zu den Fairtrade Awards. Das ist die inzwischen 6. Ausgabe.